Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist soweit, wir machen ein neues Learn How to Fly Video Advanced. Viele von euch haben sich das gewünscht. Und nachdem ich, weiß Gott, kein Profi oder sonst irgendwas super Wettbewerbsflieger bin, euch aber sehr wohl das beibringen kann, was ich in meinem täglichen Doing so pflege, dachte ich mir, ich mache eine Figur, die viele Leute sehr cool finden, und zwar den Mobius oder den Möbius, wie auch immer man ihn nennen will. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in den Simulator und wir fangen direkt an. By the way, ich bin jetzt hier in meinem neuen Büro. Wenn euch interessiert, wie genau das eingerichtet ist und wie das jetzt final aussieht, vor allen Dingen, ne? Hier hinten mit ein bisschen Heli, dann kann ich das gerne in einem anderen Video tun, wo es wieder mehr um den Hausbau geht. Aber heute sind wir jetzt hier für den Simulator. Ich habe meine Viva Control Evo bei mir, für welche ihr keinerlei Dongles oder andere Adapter braucht, um sie mit eurem Simulator, funktioniert nicht mit allen Simulatoren. Ich fliege, wie ihr von den Videos mit dem Daniel wisst, mit dem Heli X. Das steht auch hier schön dick und fett drauf. Verbindet sich automatisch und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in den Simulator. So, ihr seht schon, wir sind jetzt hier im Heli X. Ich habe mir die Szenerie Nordsee ausgewählt, weil ich dann nämlich überall hinfliegen kann, wo ich will und es interessiert keine Sau. Das ist das Schöne. Und ihr seht, wir haben jetzt hier unseren Goblin Raw. Das ist genau der gleiche, den ich auch von der Flugschule mit dem Daniel benutze. So, der Mobius oder Möbius. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das für eine Figur? Das ist eigentlich diese hier, wo ihr quasi so eine liegende Acht fliegt. Das seht ihr eigentlich in fast jedem meiner Flüge seht ihr diese Figur. Ihr könnt sie enger fliegen, so auf die Art und Weise. Ihr könnt sie natürlich auch richtig schön großräumig und weit fliegen, mit viel Geschwindigkeit, lange ausfliegen, ganz wie ihr möchtet. Ist eine coole Figur, die lässt sich besonders schön mit Low RPM fliegen. Dann knattert sie schön und macht sehr viel her, auch wenn man sie schön tief oder schön groß fliegt. Sie braucht tatsächlich sehr wenig Energie. Ihr könnt sie natürlich auch mit Full Head Speed, Kreissägen RPM fliegen. Dann knattert das auch richtig heftig. So, was müsst ihr können, wenn ihr diese Figur fliegen wollt? Ich meine, dass man den Heli in allen Lagen kontrollieren können sollte. Ich glaube, davon gehen wir aus, denn wir sind ja jetzt hier auch in der Advanced Flugschule. So, ich würde sagen, es gibt 2 Dinge, die ihr vorher können solltet. Nämlich einmal selbstverständlich einen Rücken-Rückwärtskreis, nämlich wenn ihr die Variante so fliegen wollt wie ich, dann diese hier. Das ist auch genau die Richtung, wie ich sonst meinen Rücken-Rückwärtskreis fliege. Und ihr müsst dann in der anderen Lage eben auch in der Lage sein, rückwärts zu fliegen. Nämlich für meine Variante ist das der hier. Das muss jetzt nicht wunderschön sein. Bei mir ist es jetzt auch alles andere als wunderschön, aber es sollte zumindest absturzfrei funktionieren. Ihr seht schon, das sind die Grundbausteine, die wir jetzt vereinigen müssen. So, wie kommen wir jetzt von dem einen Part in den anderen rein? Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, durch Zufall gelernt, als ich damals mir gedacht habe, ach, ich möchte mal Pyroflip lernen. Und das Ganze ist folgendermaßen, es ist eigentlich ein halber Pyroflip, denn ihr macht einmal den und ihr macht einmal den. So, das ist eigentlich genau der Übergang, also beziehungsweise die 2 Hälften des Übergangs, die wir brauchen. Wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, der noch nie in seinem Leben einen Pyroflip oder etwas Ähnliches geflogen ist, dann wird es natürlich ein bisschen kompliziert. Ihr könnt euch natürlich die Stick-Moves bei mir jetzt angucken und versuchen, das Ganze so ein bisschen auseinander zu dröseln. Im Allgemeinen würde ich sagen, ich mache mal schnell den Motor aus, damit man das so ein bisschen verstehen kann. Der zyklische Knüppel umschreibt eigentlich so was Ähnliches wie 'n Kreis. Das heißt, wir machen einmal von der Mitte ausgehend den und dann machen wir den. Anders sieht das jetzt aus. Also, wir machen quasi das hier. Problem ist jetzt, wir machen jetzt nicht einmal so 'n kompletten Kreis, weil wir halten ja auch in der Mitte an. Das heißt, wir machen
einmal den und dann seht ihr ja, unser Cripple geht ja jetzt wieder in die Mitte. Das heißt, wir müssen ja dann auch von da aus immer erst wieder anfangen. So, was macht unser Pitch-Stick? Der macht am Anfang auch erstmal diese Halbkreisbeschreibung, nur in die andere Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn, macht dann aber auf der zweiten Hälfte das gleiche quasi wieder zurück. Ich mache euch das jetzt nochmal vor. Erzählen kann ich mal viel, deswegen zeige ich es jetzt besser. Wir machen einmal den hier. Jetzt müssen wir ja wieder zurück. Ich zeige es nochmal. Ihr könnt euch ja auch mal die Sticks einzeln für sich angucken. Das heißt, im ersten geht es darum, er geht nach unten, nimmt den Hintern nach da. Jetzt bleiben wir hier stehen. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder rückwärts machen. Das heißt, wir machen, was ist das? Ist das überhaupt eine Pirouette? Ja, ich glaube, es ist eine Pirouette und ein Flip. So habe ich übrigens damals meinen Möchtegern-Piro-Flip gelernt. Der, wie ich jetzt herausgefunden habe, gar kein Piro-Flip ist. Aber es hilft mir jetzt trotzdem für solche Figuren, weil es immer schön ist für bestimmte Übergänge. So, ich zeige das jetzt hier nochmal. Ich mache es jetzt mit Absicht extrem langsam. Leute wie der Daniel werden sich jetzt mit Sicherheit aufregen, weil ich zuerst irgendwie zu viel pitch oder hack zu langsam. Es ist egal. Es geht darum, dass ihr die Abfolge jetzt mal so ein bisschen versteht. Naja, ich sehe schon, ich mache das jetzt hier alles andere als perfekt. Muss es aber tatsächlich ja auch nie wirklich erklären. Es geht mir aber darum, dass ihr so ein bisschen versteht, was diese Finger-Daumen-Geschichte hier tatsächlich so macht. Und jetzt muss ich gucken, wie komme ich hier wieder raus. Ihr versucht dann jetzt zuerst mal diesen halben Möchtegern-Piro-Flip zu machen und natürlich auch zu halten. Das heißt, ihr habt das Ding dann hier und dann geht es wieder rum. Ihr könnt auch gerne einen kleinen Pitch-Stoß geben. Mir persönlich ist das total egal. Hauptsache, ihr macht euch nicht ins Höschen und ihr merkt so langsam, wie es funktioniert, wie schnell euer Heck gehen muss, was ihr zyklisch machen müsst, wie stark ihr abbremsen müsst. Also mir ist das total wurscht, ob das auch erstmal so aussieht und man lässt das Ding vielleicht ein bisschen runterfallen. Und dann sieht das so aus. Tastet euch einfach Schritt für Schritt dran. Gerade wenn ihr so eine Art von Figur vorher noch nie gemacht habt. Wenn ihr euer Pitch-Timing richtig hinkriegt, dann werdet ihr feststellen, dann bleibt ihr mehr oder minder auf der Stelle stehen. So, egal wie schön das Ding jetzt aussieht, bei mir ist es jetzt auch alles andere als schön. Aber wir haben ja jetzt keine Möbius-Schleife geflogen. So, wo das Ganze jetzt ein bisschen reinkommt, das geht so in die Richtung wie bei dem wandernden Flip, wo ihr mit Absicht mit dem Pitch spielt und ihn so einsetzt, dass der Heli sich in eine Richtung zieht. Das heißt, für uns jetzt, wenn wir jetzt das hier verlangsamen und mehr Pitch ziehen, seht ihr, wie er da rüber gewandert ist. Ich kann es gerne jetzt nochmal machen. Das heißt, ich mache jetzt diesen ersten halben Möchtegern-Piro-Flip ein bisschen länger und ich nehme mit Absicht viel mehr positiven Pitch dazu, damit er sich in diese Richtung zieht, sobald wir das machen. Seht ihr das? Jetzt muss ich ihn natürlich auch wieder gekonnt abfangen, aber wir sind jetzt viel weiter rechts. Und das Gleiche gilt, wenn ich das hier mache. Ich gebe hier ganz viel Negativ-Pitch und dadurch drückt er sich auf die andere Richtung. Das könnt ihr als einzelne Übung auch mal machen. Wichtig ist natürlich, dass ihr sicher und gesteuert, ohne Herzinfarkt, aus dem ganzen Ding wieder rauskommt. So, wenn ihr das jetzt könnt, dann wird es jetzt natürlich Zeit, dass wir die Sachen miteinander kombinieren. Denn ich denke mal, wir sind uns einig, dass selbst wenn wir jetzt das mit dem Pitch kontrolliert hinkriegen, dann würde der ja jetzt hier immer noch mit dem Popo zu uns stehen. Das heißt, wir kriegen ja nicht diesen schönen Übergang hin, dass er wie in einer Schleife, wie in einer Rückwärtsfahrt, sich von A nach B bewegt. Das kriegen wir so nicht hin. Und das Ganze machen wir jetzt, indem wir wieder mit Absicht ein wenig übersteuern. Das heißt, wir drehen das Heck weiter, als wir eigentlich sollten, wenn wir diesen halben Möchtegern-Piro-Flip fliegen. Das heißt, eigentlich machen wir das. Nur natürlich innerhalb unseres, wie wir gerade gelernt haben, übersteigerten Pitch-Managements. Das heißt, wir ziehen ihn wieder in diese Richtung, wir drehen das Heck mit Absicht etwas weiter und jetzt können wir ihn theoretisch einfach so laufen lassen. Wenn jetzt, ihr seht das, ich kann den jetzt einfach hier so laufen lassen und jetzt kann ich ihn rausdrehen
und mit dem Negativ-Pitch theoretisch wieder zurückholen. Ich mache das jetzt noch einmal in schön und in leer, soweit es mir möglich ist. Upp. So. Ist immer schwierig, etwas so auseinander zu dröseln, was man ohne Nachdenken fliegt. So, ich mache das jetzt nochmal. Drehen ihn ein bisschen auf die Seite und jetzt müssen wir ihn natürlich wieder zurückholen. Und da kommt jetzt dann auch irgendwann eure Rückwärts- und Vorwärtskreise mit rein. Denn ihr seht jetzt schon, das, was ich jetzt hier mache, ist jetzt nicht mehr nur halber Piroflip, sondern hier ist eigentlich auch schon Rückwärtskreis. Hier ist Rückwärtskreis. Hier ist Rückenrückwärtskreis. Das heißt, ich benutze eigentlich mein Pitch-Management und diesen halben Piroflip nur dafür, um ihn gekonnt in diese neue Position und die richtige Lage zu bringen und fliege dann quasi so einen Viertelkreis, gebe ihm einen Schubs, drehen um, Schubs, drehen um. Und das könnt ihr dann natürlich bis zum Sankt Nimmerleinstag fliegen. Was ich auch sehr gerne mache, wenn ich ein bisschen mehr Drehzahl habe, ist, ich fliege das Ganze dann so ein bisschen kürzer und knackiger. Das sieht dann auch ganz nett aus. Das ist dann eher sowas. Geht dann halt mit sehr viel Pitchstößen einher. Hat eigentlich dann nicht mehr wirklich was mit Kurven zu tun, sondern das ist eigentlich wirklich nur noch dieser möchtegern halbe Piroflip mit sehr viel Übersteuerung am Ende. Da würde ich euch aber empfehlen, knabbert euch da dran, wenn ihr die langsame Version könnt, weil hier kann auch sehr schnell sehr viel schief gehen und gerade mit viel Drehzahl geht sowieso immer sehr gerne sehr viel schief. So, das war es auch schon mit dieser Flugstunde. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dabei helfen, den Möbius oder die Mobius-Schleife, wie auch immer man sie nennen will, besser zu lernen. Vielleicht einen kleinen Einblick zu bekommen. Vielleicht habt ihr einen neuen Anstoß, was ihr jetzt als nächstes lernen könnt, welche Basics ihr als nächstes anfasst. Lasst es mich wissen, ob es euch was gebracht hat. Lasst es mich auch gerne wissen, welche Figur ich als nächste machen soll. Leider ist ja mein Repertoire ein kleines bisschen begrenzt. Ich bin ja kein Superprofi. Aber ja, ich bin offen für Feedback. Außerdem tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr mich supporten wollt, ohne dass ihr auch nur einen Cent dafür bezahlen müsst. Abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da und kommentiert was drunter. Das zeigt YouTube in seinem Algorithmus, dass der Content, den ich hier mache, Leute tatsächlich auch interessiert und ihr helft mir sehr viel damit aus. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!